Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Disco Elysium. Kim hat uns was zu sagen. Looks like we have more to discuss with those so-called Hardy Boys. Half their reasoning just went out the window. Meinen Sie, dass wir sie dadurch zur Mitarbeit bewegen können? Nothing will make them respect the RCM, but it will disrupt the game they prepared for us. We just stripped off one layer of whatever it is. Her decision to not corroborate their story was definitely not part of the plan. Warum hat sie uns das alles eigentlich erzählt? What else could she have done? Lie? She saw there was no way to lie and get away with it. Ich glaube gar nicht, dass sie die Wahrheit sagen musste. Ich hätte es nicht gemerkt, wenn sie gelogen hätte. If not you, then me. It was a smart move from her. Sie erschien mir freimütig. You think so? Being candid is the best way to lie. The appearance of candor with some facts thrown in draws attention away from whatever one chooses to omit. She may be trying to control the pace of the investigation. Anyway, we should move. I suspect our inquiries will bring us back here soon enough. Auf jeden Fall. Und jetzt muss die Tür dran glauben, vielleicht. Das war aber ohne Werkzeuge, oder? Ich meine, ich kann mal die Werkzeuge in die Hand nehmen, aber ich glaube... The same small, heavy door. No lock in sight. Oh, die Chance ist ein bisschen gering. Dann können wir noch einmal schnell bei unseren Klamotten gucken. Wir haben doch das tolle... Ah nee, das ist es gar nicht. Wo ist es? Da, das Tanktop. Zum Beispiel. Jawohl. Körperapparat, noch irgendwas? Nee. Aber das sollte uns schon mal eine höhere The Chance same geben. small, heavy door. No lock in sight. 42% ist ja gar nicht so schlecht. Ich versuche mal die Tür einzutreten. Au, scheiße. Au. You kick it, gung-ho style. Entering the premises style. But the door fails to respect the force. All you hear is the bar rattling inside, laughing at you. Hör auf zu lachen, sofort. All right, let's trash the place. Let's not. Doch. Your foot is ready to explode and punish this object. Wenn ich jetzt nochmal dagegen trete, dann verliere ich noch mehr Gesundheit. Ich schlucke die Wut herunter. The sturdy wood door has lost all respect for you. Ja, schade. Investiere in Körperapparat. Wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Insofern... Ich denke, schaden kann es nicht. Oder? Kann es schaden? So. Und 50, also ist jetzt nur 10% mehr. Heavy door. No lock in sight. Das ist nicht so viel mehr, ne? Das hier haben wir bald fertig. Oh. Noch ein Versuch. Ja! Cool. This time, something cracks inside. It is an unbelievably satisfying sound. Ja, aber geht die Tür jetzt auf oder nicht? Nice. Filling you with a belief in your own body. Was ist hier los? Well, sounds like this time the property damage was at least resolutive. Would it hurt to look in?
Dann wollen wir doch mal sehen. Jawohl. Es hat geklappt. Bin mal so gespannt, wo wir jetzt reinkommen. Ah, okay. Das ist nur ein Raum noch. Ich dachte wirklich, wir kommen damit irgendwie in die Gänge zu dem Dings. Zu dieser blauen Tür auch unten. In der Wand ist ein winziges Loch. Auf der anderen Seite siehst du ein Schlafzimmer. Ja, ihr Schlafzimmer ist das doch. Hat da jemand durchgeguckt? You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside, bathed in drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. Ich glaube, ich kann von hier aus in Glaciers Schlafzimmer schauen. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. Oh, vielleicht hat der Titus das gesehen. Vielleicht war er hier drin. Boring footprints. I want to jump to sensationalist conclusions. Was haben diese Leute da drinnen getrieben? You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural there. Sensationally unnatural. If your mesolimbic reward pathway were to venture a guess, one of the bottles is probably being put somewhere it doesn't belong. Nein, das wollte ich nicht wissen. Das wollte ich wirklich nicht wissen. You clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Aha. Jemand war hier in den letzten 1-2 Wochen. 3 weeks maximum from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer. Er sieht dich an. This is good. He likes it. There's a little smile there in the dark of the workshop. It was a stereo investigation after all. It has now converged with our main investigation, adding a new fact to consider. Okay, was hat das zu bedeuten? It means someone snuck through what seems like a secret route, behind our rape victim's room, in the recent weeks. This may prove to be significant. Ja. Schauen wir uns die mal genauer an. Ich gehe in die Hocke und studiere die Fußspuren. Large prints, most likely made by boots. Ja. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left a pattern, uniform, horizontal lines. Die sehen nicht wie die Arbeiterstiefel vom Tatort aus, oder? No, these little horizontal lines are different. They look custom-made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Still a boot, though. War jetzt nicht zufällig der Stiefel, den ich gerade anhabe, oder? Dieser Abdruck sieht anders aus als der Abdruck der sonderbaren Sohle, die wir am Tatort gefunden haben, Kim. The size looks about the same, actually. They're not the same shoe, but they could be the same person. Aha. Ich stehe auf. Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop floor. Interessant. Gehen wir weiter. Der Flipper-Automat wurde zerlegt und ausgeschlachtet. Schade. Oh. Mantel des Flippermachers. Oh, den werde ich anziehen. Oh, cool. Cool, cool. Moment. Ja, das passt so gut zu dem Hut auch einfach, ne? Aber die Stiefel passen natürlich nicht. Perfekt.
Baupläne für einen Flipperautomaten in futuristischem Gewand. Die Regale sind voller Werkzeug und Ersatzteile. Ach, da ist ein Aufzug. Das heißt, da kommen wir vielleicht doch dann runter zur blauen Tür. Kleine Fenster zugeklebt mit schwarzem Kunststoff. Du kannst nicht hinausblicken. Ja, interessant. Die Frage ist, wollen wir noch mal kurz zu ihr gehen? Oh. This seems to be some kind of workshop for fixing up pinball machines a long time ago. Everything is covered with dust now. The lieutenant looks around the dusty, crowded room, inspecting the tools on the shelf. Das hier war mal eine Flipper-Werkstatt. Looks like it. I'm guessing Martinez North 22 used to be a pinball arcade before it became a hostel. There are machines left over. Er wippt mit dem Fuß. A creak. Some dust falls off a shelf. Downstairs in the hall, next to the main door. One of them even works. I've seen one of the artists bang away at it. But then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection. Sieht nicht so aus, als würde dieser Flipperautomat jemals repariert. At some point, 20 years ago, 15 maybe, before pinball went out of vogue. Könnte das bedeuten, dass das Whirling in Rex tatsächlich Teil des verfluchten Gewerbeblocks ist? If that's true, then our cafeteria manager is not going to like it. We should tell him what we found up here, omitting that suspicion. Ja, erwähnen wir einfach, dass wir die Tür eingetreten haben, klar. He does not appear to be the kind of man who likes his establishment to be part of a neighborhood ghost story about bankruptcy. It's not a ghost story. It's a curse, and Gart ought to be made knowledgeable so he can perform counterspells. Klar. Nee, ich wollte eigentlich nochmal mit ihr reden und fragen, ob sie das Gefühl hatte, dass sie denn auch beobachtet wurde vielleicht oder sowas. Officer, what brings you up here in the rain? Ich muss mit ihnen nochmal über ihr Zimmer reden. Yeah? Aha. Ja, haben wir doch was. Die Tür dort. Wussten Sie, dass sie zu einem Aufzug weiter unten führt? I did not. Mystery solved then. I kept wondering where it led. There may be more to this mystery at some later time. She's holding back. Let's make a mental note for now. Okay, auf der anderen Seite ist ein Guckloch mit Blick in ihr Schlafzimmer. A peephole? You mean like a hole in the wall? Ja. Yes, looking into your bedroom, miss. Der Lieutenant zeigt auf ihr Fenster. Durch das Glas ist das ungemachte Bett zu erkennen. Okay. Es entsteht eine Pause, während sie diese Information verarbeitet. A jitter of fear and disgust moves through her body, beginning from her shoulders and ending in her hips. The cigarette tastes foul to her now. Do you think this is somehow connected to me? Es könnte damit zusammenhängen. Okay. Do you have any way of knowing how long it has been there? Unfortunately, no. But if I were to guess, long enough. The perforation is under the bookshelf on your wall. It should not be hard to cover with some tape. Wenn es noch nicht lange da ist, was glauben Sie, wer dafür verantwortlich ist? Shit. I don't know. Maybe it's been there for a long time. Maybe the local kids use it or something. I don't know. I'll be fucking covering it up with a lot of tape, that's for sure. Was there anything else back there? Auf dem Boden waren Spuren, frische Spuren. Huh. This isn't good. Nee. She feels like quarry, encircled. Her eyes dart to the door. Ja, das ist ziemlich creepy. Das ist eine alte Flipperwerkstatt, der Raum dahinter. Das Hostel war früher eine Spielhalle mit Flipperautomaten. Okay. I'm glad someone's had fun. Das wäre vorerst alles. Gedankenverloren schnippt sie die Asche von ihrer Zigarette. She's lost in thought. Eyes narrowed, forehead furrowed. Ja. All right.
Über die Nötigung sollten wir vielleicht später nochmal reden, wenn sie bereit dafür ist. Gut, dann gehen wir jetzt durch den Aufzug, dann kommen wir vielleicht unten raus. Hinter der blauen Tür. Tatsächlich, da ist die Tür. Und noch mehr Flipperautomaten. Dieser Flipper heißt weißes Deora. Auf der Glasscheibe ist eine trauernde Frau abgebildet. Eine Notiz. Nicht vergessen, der Ersatzschlüssel ist an den Strauch vor dem Eckzimmerfenster gebunden. Den Strauch vor dem Eckzimmerfenster. Aha. 5. Ja, cool. Ich bin richtig reich. Oh, da ist noch was. Over there, in the corner. Der Flipperautomat. Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait to get your hands on it. Kim, sehen Sie, was ich sehe? The pinball machine. Gordy's Goats, a classic. Moment mal, haben Sie ihn schon einmal gespielt? A little. Feels like a lot. Too much to play it again. Kim ist ein Zocker. Sehen wir uns das mal näher an. Ich ziehe den Apparat hervor. Was passiert jetzt? Great. Der Lieutenant seufzt. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. The machine is coin-operated. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Funktioniert er überhaupt noch? Ich beuge mich näher heran, um den Text zu lesen. Above the painting of a mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Muindi. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. Ich untersuche das Spielfeld. The theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. Alles klar. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls have small goat icons on them and represent the goats as they race up and down the mountain. Areas around the playfield represent Gordy's climb, places he was said to have camped, which the goats can discover. Get them to the summit. Was sollen denn die ganzen Ziegen hier? Indeed. Think of them as balls. Ich werfe eine Münze ein. Oh mein Gott, er It funktioniert. takes a while to get into a rhythm, but pretty soon you're able to keep 3 goat-faced balls in play with relative ease. Cool. Go, go, Fingerboy. I feel sorry for the goats. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. Moment mal, was war er denn für einer? The kind of a guy who uses the word savages a lot when recounting his travels. A masked nationalist. Ein rassistischer Bergsteiger. An avid huntsman too. He was often photographed in his dining hall, surrounded by wall-mounted hunting trophies from every continent. Das ist nicht cool. He also hit his wife and kids. Other Schön. people's kids too. Sometimes pets. Hateful little man. Wow. But you seem to be having fun. Mit einem Nicken deutet er auf den Flipper. Ich kann das ziemlich gut. Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board, and although a few plummet to their deaths, you're never left with less than 3. Suddenly, a special passage leading to the summit slides open at the top of the board. This is where the balls need to go. Ich konzentriere mich und ziele auf die schmale Passage. Maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy.
More fall to their deaths. But finally, the opportunity presents itself. One of them gets through. The words "pale rupture" light up on the speaker panel, Oh God. and the machine starts filling with a thick, milky fog. Something's happening. Zur Hölle. Congratulations. This is where the game ends. It's a cheap way of getting more money out of the players. A stupid nihilistic finale. Aha. There's so much fog, you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine, and one by one, your goats start slipping, disappearing into the milky Nein. nothingness. Meine Ziegen. Lucky goats. The fog looks soft and inviting. This can be navigated. The balls leave almost imperceptible disruptions in the fog. Use them to calculate where they hit next. You're down to your last goat, going mostly by sound. Eyes are useless at this point, but that goat is something special. 5 times you snatch him back from the jaws of death. Och, das ist ja dumm. Kim, es ist möglich. Schauen Sie nur. I am. I've seen it before. Played it too. You will eventually make a mistake and then it's all over. Das ist unmöglich. Es ist wirklich unmöglich, oder? Also dafür werde ich jetzt keine Punkte ausgeben. Oder? Nee. Es wird ja nur auch kaum erhöhen, tatsächlich. Kaum. Wir versuchen es einmal. Oh Gott. How, if you Yeah. can't even see it? The last goat plummets into the fog with almost suicidal glee. Schade. It killed itself to spite you. Oh! There goes nothing, Fingerboy. Ah ja, aber lustig war es trotzdem. Revacholian Nation.